Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report. Heute mit dem Thema: Steigt Silber auf 37 Dollar bis September? Disclaimer: Steigt Silber auf 37 Dollar bis September? Ein weiterer Chart-Analyst sieht Silber in einen steigenden Trendkanal und nachdem die Korrektur ihren Boden gefunden hat. So wird Silber in der Welle 3 bis Oktober die obere Trendkanallinie bei 36,376 Dollar erreichen, gefolgt von einer Korrektur 4 im Trendkanal auf die untere Trendkanallinie bei 31,40 Dollar bis Ende des Jahres und dann einen steilen Anstieg in Welle 5 bis Februar 2024 auf 21 bis 42 Dollar. Übergeordnet kommt es zu einer weiteren Korrektur auf 34 Dollar bis April 2024 und der letzten Anstiegswelle 5 innerhalb eines steigenden Trendkanals bis 54 Dollar bis August 2025. In diesem möglichen Szenario sehen wir das Goldaktientop im Februar 2024 bei einem Silberpreis von 42 Dollar. Ja, wichtig ist zu wissen, dass zum Beispiel das Goldaktien- und Silberaktien-Top schon früher einsetzt als das absolute Silberhoch sozusagen. Das heißt, im Jahr 2011 bzw. 2010 bei 32 stiegen dann 32 Dollar Silber, stiegen dann die Gold- und Silberaktien nicht mehr stärker als Gold und Silber selbst. Das heißt, dieser Trend erschöpft sich, bevor die Preisspitze erreicht ist. Also nehmen wir an, äh, wie das ja jeder Statist meint, dass wir hier Richtung irgendwo einen Wert um die 55 Dollar am Ende finden. Der Höhepunkt der Gold- und Silberaktie, das muss einem bewusst sein, setzt vermutlich schon einige Prozentzahlen darunter ein. Wir vermuten bei 42 Dollar. Da sind dann einfach die Gold- und Silberaktien maximal aufgebläht und steigen nur noch proportional zurück. Und damit sind sie natürlich anfällig für Korrekturen, anfällig auch für alle möglichen weiteren Eingriffe etc. Aber bis dahin ist noch etwas Zeit hin, bis wir Silber 32 Dollar erreicht haben. Wie gesagt, erstmal ist 36 Dollar anvisiert. Gut möglich, dass wir bis dahin schon eine volle und massive Gold- und Silberaktien-Rallye sich da bis dahin entwickelt. Ja, hier geht es um einen Projektgenerator mit sehr vielen Projekten. Also Gold, Silber und Basismetalle ist sein Fokus, ist mittlerweile auch stark gestiegen, gerade auch seit der letzten Erwähnung hier vom Dezember 2022. Das kann man ja wahrlich nicht für alle Gold- und Silber- und Rohstoffaktien sagen. Also das Unternehmen ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das im Westen Kanada nach Gold, Basismetalle, Uran, seltene Erdenmetalle und Industriemetalle sucht. Sie haben 15 Projekte in British Columbia, 6 in Saskatchewan und 5 im Yukon-Gebiet. Also hier sind nur einige Beispiele, habe ich hier notiert. Also das sind dann insgesamt äh, ja, mindestens 30 Projekte, die wir haben. Und sie haben auch noch Royalties, die sind jetzt hier, glaube ich, nicht mit eingerechnet. Und es ist immer erstaunlich, was für eine geringe Marktkapitalisierung haben und was für eine riesige Anzahl der Projekte. Und das beginnt sich jetzt auch mit dem Chartanstieg jetzt auch zu reflektieren, sozusagen. Also es wird, der Chartanstieg reflektiert den ganzen Wert. Und wir haben schlechte Stimmung bei Gold und Silber machen. Wie ist es da mit solchen Aktien, wenn wir eine gute Stimmung im Gold, Silber und Rohstoffsektor haben? Deswegen sind solche Aktien ganz besonders interessant, eben mit großen Projekten, die dann irgendwann auch voll bewertet wird und hoffentlich ab irgendeinem Punkt auch übertrieben bewertet wird. Ja, also hier zum Beispiel das Vulkangebiet in British Columbia befindet sich 30 Kilometer nördlich der historischen Sullivan-Mine in Kimberley. Die Sullivan-Mine enthielt 160 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 12% Blei und 67 Gramm pro Tonne Silber. Ja, dann haben sie eben noch viele andere Projekte, die ich hier erwähne. Fine Lead, Probably Iron,
Range, Arcadia, Donna, Dictator, K91, Black Diamond, Ice River und. Und das ist dann eben nur in British Columbia, Saskatchewan, Olsen, Cornwall Lake, Scotts Lake, Pine Channel, Karin Lake und Yukon Territory, Rusty Springs, Degen Lake. Hier auf der rechten Seite sehen Sie die Bundesstaaten hier an der Küste British Columbia, dann Alberta und Saskatchewan. Da sehen Sie, sage ich mal, das ist jetzt hier von dem Unternehmen, wo sie eben einige Projekte haben. Und das sind nur die Explorationsprojekte. Yukon Territorium ist gar nicht mit drauf und die Royalty sind auch nicht drauf. Also das sind einfach Unternehmen, die einen riesigen Besitz haben und das Unternehmen beginnt eben zu steigen. Ist natürlich jetzt vom Chart her auch nicht mehr ganz billig, aber ich möchte ihm einfach aufzeigen, dass auch in dieser Umgebung, wo allgemeiner Pessimismus hilft, gut aufgestellte Projektgeneratoren, Goldaktien, Explorationsunternehmen sich auch gut entwickeln können. Ja, wie gesagt, immer keine Kaufempfehlung, doch denke ich insgesamt, dass auch die Aktie beim fortschreitenden Gold- und Silber- und Rohstoffboommarkt sich außerordentlich gut weiterentwickeln kann. Ja, hier zu Gold nochmal, das sage ich ja eigentlich jeden Tag, weil mir das wichtig erscheint. Also Gold steigt analog der 1970er Jahre von 2000 $ auf 8500 $. Ich will nur darauf hinweisen, dass wir 1970 eine charttechnische ähnliche Situation haben. Da ist eben Gold von 1970 von 35 $ auf 300 $ 200 $ gestiegen, hat dann korrigiert auf 100 $, hat sich dann wieder rangearbeitet sozusagen an die 200 $. Und das ist einfach eine Situation, die ist absolut vergleichbar hier mit diesem Ausschlag. Es ging auch fast Richtung 2000, korrigierte auf 1000, 2000. Das Ganze passiert offensichtlich mit einer Null mehr, könnte man meinen. So, und dann sehen Sie, bevor dieser Mega-Anstieg hier, also von 200 $ auf 850 $ kam, da wurden die Leute mal ganz stark verunsichert. Auch, das ist auch korrespondiert auch mit dieser gegenwärtigen Situation. Aber Sie dürfen nicht vergessen, dass diese großen Gold- und Silberaktienpreise genau in dieser Phase erreicht worden sind. Sie sehen es hier, NRD Mining 5 Cent auf 19 $, Silver Stack 10 Cent auf 36 $. Das heißt, gar nicht selten konnte man aus 1000 $, 100, 200, 300.000 $ machen. Unvorstellbar. Ja, was soll man dazu sagen? Also wir haben eine ähnliche Chartsituation. Die Situation ist viel, viel, viel extremer als in diesen Jahren. Realistischerweise, ob sie uns, sag ich mal, so einen derartigen Preisexzess und mit den Gewinnen denn zugestehen würden, bleibt man noch skeptisch dabei. Aber sie werden zumindest etwas Luft rausnehmen, sodass eben Gold vermutlich erst einmal auf 2500 und Silber eben, wie wir es gerade besprochen, 50 haben. Also sie versuchen das zu managen, den Anstieg. Das halte ich für realistisch und für relativ wahrscheinlich. Nur das andere kann man nicht ausschließen. Die können genauso gut auch die Kontrolle zunehmend drüber verlieren. Immerhin gibt es riesige Mächte, die Notenbanken auf der ganzen Welt kaufen Gold. Das ist diese Drückung kann zusammenbrechen und wir können hier ein Jahrtausendereignis sozusagen erleben. Aber ich gehe eben noch vom gemanagten Preis aus, einfach damit ihnen das ganze System nicht um die Ohren fliegen. Und deswegen denke ich mal, dass sie es eben ein Stück weit hochlassen. Aber das bedeutet eben auch Goldaktien-Rallye. Das ist auch einer der primären Gründe, warum wir hier im Goldaktienbereich sind. Weil von einer Goldrallye auf 2500 oder Silber 50 hat man an sich nicht so viel. Gold und Silber sind wirklich Krisenmetalle, wenn wirklich die Systeme ausfallen, dass sie dann sozusagen was zum Eintauschen haben. Ähm, für alle anderen Fälle ist Gold und Silber aktuell vermutlich nicht so super interessant. Und da kommen eben Goldaktien ins Spiel in dieser Situation. Ja, welche Ereignisse liegen vor uns? Ich hatte es schon erwähnt, moderater Anstieg von Gold auf 2500, Silber Richtung 50, was aber dazu führen sollte, wie bei anderen Gold-Rallyes eben auch, hier von 2020 auf der linken Seite, dass eben einige Penny-Gold-Aktien mit einem enormen Ansteigen von 2 Cent auf 36 als Beispiel, obwohl das gar nicht so ein starker Goldbullenmarkt war, hat Gewinne abgegeben, ist dabei sich konsolidieren, denke ich mal, steigt auf die alte Höhe hinaus. Und wenn dieser Markt stärker, dieser Goldbullenmarkt stärker wird, dann auch Richtung 1 $ oder mehr. Das ist eben die ganz große Chance, dass die Musik wirklich eben bei gerade unterbewerteten Penny-Gold-Aktien spielt.
Ja, nochmal ganz kurz zur generellen Unterbewertung. Goldaktien sind aus irgendwelchen Gründen seit 1996 im Bärenmarkt, kaum erklärbar. Es gibt Erklärungsversuche, dass die Manipulation sozusagen seit 1996 eingesetzt hat und offensichtlich dieser Markt strukturell runtergedrückt worden ist. Und also sozusagen sind dann alle Goldaktien-Manias oder Rallyes seit 1976 eigentlich Bärenmarkt-Rallyes hier irgendwie hier von 2000 bis 2004 und eben auch die Rallye hier 2010, 2011. Jetzt allerdings haben wir eine andere Situation. Der Boden ist eindeutig gefunden. Und wenn es beim nächsten Mal zu einer Rallye kommt, könnte die überproportional stark, viermal so stark wie von 2010, 2011. Deswegen kann man mit einigem Recht auf möglicherweise von der stärksten Gold-Rallye aller Zeiten reden, weil das so extrem unterbewertet ist. Warum auch immer das gemacht wird, da kann man drüber streiten. Vermutlich dient es einer finalen Profitmaximierung und natürlich auch Zermürbung der allgemeinen Anleger. Es soll ja natürlich sich keiner im Gold- und Silbersektor aufhalten, etc., bevor es dann eben doch gewaltig hochgeht. Und dies Hochgehen, das könnten eben diese Goldaktien eben vorwegnehmen, die könnten dadurch, und das würde einfach die größte Rallye freisehen. Das ist ein Erklärungsversuch, aber kein Wissen. In jedem Fall sind Goldaktien extremst unterbewertet im Verhältnis zu Gold und Silber selbst. Und die sind ja auch extrem unterbewertet und das spricht einfach für eine enorme Rallye. Gleichzeitig gibt es auch nochmal eine Bewertungsdiskrepanz zwischen sogenannten Penny-Gold-Aktien, in die wir hauptsächlich investieren, und diese Senior-Aktien, die Barricks, die Newmans dieser Welt. Und auch da sind die Penny-Gold-Aktien extremst unterbewertet. Und Sie sehen zum Beispiel im Jahr 2000 kann sich sowas mal, da hatten wir ja noch eine starke Goldaktienrallye, ganz schnell diese Bewertung ändern und sogar Goldaktien, Senior-Goldaktien überprüfen. Das ist natürlich mit enormsten Bewertungsaufschlagen versehen worden bei den Penny-Goldaktien. Also diese zwei Faktoren hinsichtlich der Unterbewertung Penny-Gold-Aktien werden sich irgendwann entlasen und müssten eigentlich nach Adam Riese zu extremen Preisanstiegen führen. Ja, hier nochmal, wie hätte man 1970 den Goldaktien-Bullenmarkt optimal gespielt? Es ist einfach aus der Beobachtung und Kombination. Ich glaube kaum, dass es einer systematisch so geschafft hat oder so, aber grundsätzlich war es eben so. Wir haben dann irgendwann eine Goldaktienrallye gehabt, wo nicht viele Aktien, wo nicht wenige Aktien um das Hundertfache oder so damals gestiegen sind. Und rein formal ist es so, als dann dieser Goldtrend vorbei war, die Goldaktien äh, ihre Höhepunkte erreicht haben, wäre es eigentlich jetzt im Nachgang am besten gewesen, man hätte Top-Aktien oder Top-Fonds investiert, weil Berkshire Hathaway hat sich von diesem Punkt, von diesem Goldhöhepunkt, von $350 auf $80.000 entwickelt. Also ganz, ganz ähm, enorme Entwicklung und das inflationsfrei, weil wenn, als dann das Gold 1980 den $850 galt, ging es eigentlich im Bärenmarkt bis zum Jahr 2000. Und so wechselt sich das ganz offensichtlich an. Wenn dann erstmal diese Inflationsexzesse gelaufen ist, haben wir eigentlich wieder einen normalen Aktienmarkt, der sogar kaufkraftbereinigt was bringt. Also das bedeutet, wir müssen diese beiden Ereignisse multiplizieren. Und ich will mal noch darauf anmerken, vielleicht werde ich das beim nächsten Mal auch noch grafisch mal visualisieren. Das war mit jedem einzelnen Goldaktienbullenmarkt war das so. Mit dem Goldaktienbullenmarkt der 1930er Jahre, da wäre es gut gewesen, Goldaktien zu investieren und dann Top-Aktien. Genauso wäre es im Silberboom 1968 gewesen und dann Top-Aktien und natürlich dann eben 1970 dieser Goldaktienboom, 1993 bis 1986 der Goldaktienboom, der 2000er Goldaktienboom, der 2011er Goldaktienboom, 2016er Goldaktienboom. Jedes Mal wäre es diese Kombination Goldaktien, Standardaktien, also Top-Aktien, hätten einen wirklich reich gemacht. Es ist eigentlich nur ein Gewechsel gewesen zwischen Goldaktien-Rallye und Top-Standardaktien. Also mir hat das keiner gesagt. Das ist einfach jetzt aus der Beobachtung gekommen. Und das sind, sage ich mal, so die Tricks, wie man sein Vermögen maximieren kann.
Das heißt, im Grunde genommen sind das so kleine Webfehler, könnte man sagen, Goldaktienanstiege der Matrix, die man dazu nutzen kann, um Top-Einkommen produzierende Assets zu maximieren. So ist es einfach. Sehr interessant. Und das bedeutet andersrum, hier hätte man 19 in den 70ern $43 in Goldaktien investiert und dann Berkshire Hathaway hätte man bis zum Jahr 1999 1 Million. Könnte man die Rechnung noch weiter aufstellen? Diese 1 Million hätte man dann ja zum Beispiel auch in Gold packen können. Und Gold hat sich ja bekanntlich seit dem Jahr 2000 ja versechsfacht oder so, also 6 Millionen zum Beispiel. Einfach unglaublich, sich das bewusst zu machen. Und die Hoffnung ist einfach, dass wir dieses diesen Gedanken einfach für die Zukunft für uns auch verwenden können. Denn Ähnliches dürfte sich auch wiederholen. Ereignis 2, Ereignis 3, ja, da meinen wir im Wesentlichen, wenn die Goldaktien so hoch gestiegen ist, dann kann da ja alles Mögliche mit passieren. Es können Kursrückgänge sein, es kann zu Minenverstaatlichung kommen, unser eigenes Bankensystem höchst instabil. Deswegen meinen wir einfach, dass man seinen Gold- und Silberaktiengewinne eher mehr Gold und Silber kaufen kann, wegen der Unwägbarkeiten. Wir wissen, dass dann langfristig Gold und Silber maximale Preise von 8.000 Kaufkraft jetzt im Fall von Gold und Silber 300 erreichen werde, so dass man dann in produktive Assets das reinvestieren kann. Das deutet eben auch hier dieses Dow-Gold-Ratio an. Also wir sind jetzt irgendwie bei 14. Also das heißt, wir müssen 14 Unzen für einen Dow anlegen. Das heißt, Sie können den Dow, die Aktien wird völlig fernbleiben. Es wird irgendwann auf 1:1 mindestens gehen. Und hier, Sie sehen ja, die Charttechnik deutet an, sogar tiefer. Vielleicht kriegen Sie für eine Unze 2 Dow. Das ist dann der interessante Zeitpunkt, sich den normalen Standardaktienmarkt wieder anzusehen. Ja, also Fazit, das hatte ich ja gesagt, man muss einfach dieses Inflationsexzess versuchen, mit Hilfe von Goldaktien, Gold und Silber zu spekulieren, muss man spielen und dann eben in produktive Assets, wenn wirklich alle um jeden Preis Gold und Silber haben, reinvestieren. Dann hat man sozusagen äh, bei, beide Ereignisse maximiert. Und das ist meiner Meinung nach einfach auch die Antwort auf die Rentendiskussion und so, weil äh, diese Verzerrungen sind so stark, diese Schuldenbombe und dieser ganze Kram, das fliegt uns um die Ohren. Wir kommen an Gold, Silber und eben jetzt in der Vorphase Goldaktien nicht vorbei. Und erst wenn sich diese Exzesse ausgelebt haben, wenn es da Übertreibung gibt bei Gold, Silber und Goldaktien, dann dürfen wir im Grunde genommen wieder an produktive Assets wie Mietshäuser, Standardaktien, oder überhaupt Einkommen produzierende Vehikel überhaupt denken. Ja, 1000 Becker Report. Wir versuchen eben diese Aktien zu identifizieren, nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu ordnen, auch einen Potenzialfaktor zu errechnen. Also um das Wievielfache kann eine Aktie steigen, wenn Gold 2500 erreicht wird. Es dann eben wie eine Exit-Strategie sei, dass man sich, sage ich mal, so ein Konzept bewusst machen kann, was investieren will, wenn der Boom vorbei ist. Ja, Einlagen von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft. Also die sind zu jeder Zeit an Gold und Silber kommen. Eine Überweisung ohne Mindestinvestitionssumme. Schon ist ihr Gold und Silber in Zollfreilager in der Schweiz eingelagert. Genauso leicht ist der Verkauf. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Würde ich Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt gefallen hat. Mir vielleicht auch ein Like geben. Das würde dem Algorithmus auf die Sprünge helfen. Immer vielen Dank und bis zum nächsten Mal.